Das hier sieht wie ein Fahrfehler aus. War es auch. Der eigentliche Fehler ist schon Stunden vorher passiert. Weit weg vom Bremspunkt, weit weg vom Curb und weit weg vom Lenkrad. Wir sind im 24-Stunden-Rennen von Platz 24 auf Platz 11 gefahren. Das klingt erstmal nach einem soliden Ergebnis. Und ja, die Pace war da. Das Auto war schnell, das Team war schnell genug und wir hatten Phasen, in denen richtig viel möglich war. Aber genau deshalb ist das Rennen für mich so wichtig, weil es zeigt, dass ein gutes Ergebnis und schnelle Pace nicht unbedingt zeigen, dass der Prozess hinter dem ganzen Rennen richtig war. Ich hatte ein bisschen mehr als 4 Stunden Schlaf, habe zu wenig gegessen am Vortag und auch zu wenig getrunken. Ich bin um 4:45 Uhr aufgestanden und in einen Doppelstint gegangen, ohne mich richtig einzufahren. Ja, und irgendwann verlierst du dann nicht nur Rundenzeit, du verlierst die Kontrolle. Denn genau dort entstehen viele Fehler, die im Simrig dann ausschauen wie Fahrtechnikfehler. Zu spät reagiert, zu hart korrigiert, zu wenig Geduld am Exit, zu wenig Ruhe im Traffic. Das wirkt im Replay oft wie ein einzelner Fehler. Das ist aber oft das Ende der Kette. Das wird jetzt kein Fitnessvideo, das ist eine Analyse. Unser Debrief vom 24-Stunden-Rennen. Nur geht es diesmal nicht um den Fahrer im Auto, sondern den Fahrer als Mensch. Im Endurance-Rennen planen wir so viel über das Rennen, aber wir vergessen sehr oft das wichtigste Element, den wichtigsten Baustein im ganzen Rennen zu planen, nämlich uns selbst. Und das ist der Punkt. Ein Fahrer liefert nicht nur Inputs. Ein Fahrer muss über Stunden Entscheidungen wiederholen. Bremspunkt, Curb, das Relativ noch im Blick, die Strategie auf einem Auge und. Ja, und wenn Körper und Geist nicht bereit sind, dann sind diese Sachen nicht auf einmal falsch, aber sie werden Stück für Stück ungenauer. Gerade im Sim-Racing ist das unbequem, weil wir gerne glauben, dass alles im Rig gelöst wird. Der erste Punkt ist der Schlaf. Und ich sage das bewusst jetzt nicht als Gesundheitsratschlag, sondern als echten Performance-Faktor. 4 Stunden Schlaf im Sim-Racing klingen nach, das geht schon irgendwie. Aber ein Doppelstint um 5 Uhr in der Früh ist keine einzelne Runde. Das ist eine lange Serie an vielen kleinen Entscheidungen. Ja, Müdigkeit nimmt dir nicht auf einen Schlag alles. Sie nimmt dir zuerst einen Sicherheitspuffer weg. Und genau das ist in Endurance gefährlich. Du bist nicht auf einmal ein schlechterer Fahrer. Du bist nur nicht mehr gleich sauber im Entscheiden und dir fehlen wichtige Informationen. Und das Gemeine ist, Müdigkeit fühlt sich am Anfang nicht immer wie Müdigkeit an. Man fühlt sich vielleicht sogar fokussiert, weil das Adrenalin da ist. Du sitzt im Auto, du musst gleich aus der Pit, der Puls geht hoch und du denkst, passt schon. Aber Adrenalin ersetzt keinen Schlaf. Es lässt dich nur nicht merken, dass du keinen Sicherheitspuffer mehr hast. Und wenn dann Verkehr kommt, ein anderes Auto unberechenbar fährt, die Balance deines Autos etwas anders ist oder du einen Fehler korrigieren musst, dann fehlt dieser Puffer. Ja, für eine Hotlap wird es reichen, aber nicht für einen ganzen Endurance-Stint. Da gewinnt nicht der Fahrer, der einmal am Limit funktioniert, sondern der seinen sicheren Bereich möglichst lange halten kann. Der zweite Punkt ist Essen und Trinken. Ja, das Absurde ist, wenn man nachdenkt, wir rechnen uns alles aus in Endurance, den Spritverbrauch pro Runde und. Wir wissen alles im Detail auf 2 Nachkommastellen. Was vergessen wir da oft? Ja, uns selbst wieder mal. Genau das habe ich gemacht. Ich habe zwar das Rennen ernst genommen, aber meinen eigenen Energiezustand nicht. Zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und dann erwartest du von deinem Körper, dass er perfekt funktioniert und du sauber über Stunden hinweg entscheiden kannst. Ja, das Problem ist nicht, dass du sofort umfällst. Das Problem ist subtiler. Du wirst ungeduldiger, du wirst gereizter, du greifst härter ins Lenkrad. Du bewertest Fehler viel emotionaler. Und wenn dann noch Müdigkeit dazu kommt, dann entsteht ein Zustand, in dem du zwar noch fährst, aber nicht mit dieser selben Ruhe und Gelassenheit. Für mich ist das Learning ganz klar. Essen und Trinken gehören in den Stintplan. Nicht als Wellnesspaket, sondern als Teil für die Pace. Der dritte Punkt ist das Warm-up. Und damit meine ich nicht nur ein paar Runden Training. Ich meine wirklich ankommen, bevor du dich einfährst. Ich bin um circa 4:30 aufgestanden. Nach einer längeren Wartezeit
Zeit, durch einen Unfall meines Kollegen, bin ich dann direkt in den Doppelstint rein. Du setzt dich in ein Auto, das bei hoher Geschwindigkeit sehr präzise Inputs verlangt, während der Körper und der Kopf eigentlich noch gar nicht bereit sind. Ein Stint beginnt nicht, wenn du im Rig sitzt und auf Drive klickst, sondern er beginnt schon 60 Minuten davor. Wasser ans Rig, kleine Snacks bereit, kurz bewegen, Schultern, den Nacken, die Handgelenke, die Hüfte und den Rücken. Und dann ein paar Runden, um wieder Gefühl fürs Bremsen, die Blicktechnik, das Lenken und auch das Limit zu bekommen. Du willst wieder diesen Rhythmus finden. Kalibrieren ist hier das richtige Wort. Der vierte Punkt ist der Körper im Rig. Und das unterschätzen wir im Simracing komplett, weil wir nicht im Auto sitzen und keine echten Gehkräfte spüren. Aber lange Sitzen ist trotzdem eine Belastung. Nach einer Stunde sitzt du nicht mehr gleich. Vielleicht merkst du das, wenn du die Gurte nachziehen musst. Die Schultern sind verspannt, der Rücken wird steif, deine Hände sind verkrampft, die Atmung wird flacher, weniger Sauerstoff und plötzlich werden deine ganzen Inputs von deiner Anspannung verfälscht. Das passt direkt zu dem, was wir in den letzten Fahrtechnik-Videos immer wieder gesehen haben. Zu viel Input fühlt sich oft nach Push an, aber manchmal ist es gar kein bewusstes Pushen. Manchmal ist es Müdigkeit und Anspannung und damit die fehlende Ruhe im Körper. Du korrigierst mehr, du hältst das Lenkrad fester, du lässt die Bremse nicht mehr sauber los, du triffst den Apex nicht mehr mit derselben Ruhe. Ja, und dann wird aus einem kleinen körperlichen Zustand ein Fahrfehler. Deshalb ist die Rumpfmuskulatur und Mobilität im Simracing jetzt kein Lifestyle-Thema, sondern ein Präzisionsthema. Je länger der Stint, desto mehr trägt stabile Haltung zum sauberen Fahren bei. Genau deshalb sind kleine Routinen abseits vom Simrig keine Ablenkung vom Racing. Sie sind Teil des Racings. Der fünfte Punkt ist für mich fast der wichtigste, der Reset. Also nicht nur Pause machen, sondern den alten Stint wirklich sauber abschließen. Manchmal brauchst du nicht sofort mehr Analyse, manchmal brauchst du wirklich einfach nur mal Abstand. Raus aus dem Rig, frische Luft und ein paar Minuten gehen. Kurz die Schultern lösen, vielleicht ein Powernap, wenn der Stintplan es hergibt. Und vor allem, nicht den alten Ärger in den nächsten Stint mitnehmen. Denn genau das ist mir passiert. Nach dem ersten großen Fehler war ich innerlich nicht mehr sachlich. Ich war sauer. Nicht ein bisschen genervt, sondern wirklich wütend. Und wenn du wütend fährst, dann fährst du nicht mehr risikofrei. Du willst sogar deine Fehler wieder gut machen. Und das ist gefährlich. Weil du dann nicht mehr fragst, was braucht das Rennen jetzt? Du fragst dich innerlich, wie bekomme ich das wieder gerade gebogen? Das sind zwei komplett unterschiedliche Zustände. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, den ich am härtesten lernen musste. Ich bin sehr ehrgeizig und Ehrgeiz ist erstmal nichts Schlechtes. Ohne den Ehrgeiz würde ich den Kanal hier nicht so bauen. Ich würde nicht so tief in die Analysen gehen und nicht so viel Arbeit in jedes Video stecken. Aber im Rennen kann Ehrgeiz kippen. Dann willst du nämlich nicht mehr sauber fahren, sondern etwas beweisen. Dir selbst, dem Team oder vielleicht auch all den anderen, die zuschauen könnten. Und ab diesem Punkt wird Ehrgeiz nicht mehr zur Pace, sondern zum Druck. Ein richtiger Reset nach einem Fehler heißt jetzt nicht, egal weiter. Es heißt, ich nehme den Fehler ernst genug, um ihn nicht in den nächsten Fehler mitzunehmen. Und das ist der bittere Teil. Ich war nicht langsam. Das Auto war nicht chancenlos. Es war kein Rennen, in dem mir die Pace komplett gefehlt hat. Und genau deshalb tat es weh. Weil die Pace da war, aber mein System dahinter komplett instabil war. Und im Endurance reicht gute Pace einfach nicht, wenn du sie nicht über Müdigkeit, Ärger und Verkehr wiederholt umsetzen kannst. Die Replay, Analyse und Daten sagen uns, was passiert ist. Aber im Performance Debrief muss man sich fragen, warum war ich in diesem Moment anfällig dafür? Baue ein System, in dem gute, konstante Entscheidungen wahrscheinlicher werden. Nicht nur eine gute Runde, nicht nur ein gutes Setup, nicht nur Wohlfühlen im Rig, sondern wirklich ein System. Schlaf planen, so wie die Stints, Essen und Trinken vorbereiten wie den Sprit für dein Auto, vor dem Stint mobilisieren, nach dem Stint rausgehen, Fehler abschließen, bevor du in den nächsten Stint gehst. Und wenn du im Stint merkst, dass du pusht, weil du deine Fehler wieder gut machen willst, dann versuche über Atemtechnik wieder ruhiger zu werden. Wir sind in der Reflexion. Das ist nicht soft, das ist nicht weniger ehrgeizig, das ist wahrscheinlich nur die intelligentere Form von Ehrgeiz.
weil dieser Ehrgeiz ohne Prozess und Rahmen nur Druck erzeugt. Ehrgeiz im Prozess macht dich konstanter. Das gilt nicht nur für 24-Stunden-Rennen, sondern auch für einen Ligaabend. Wenn du nach der Arbeit, der Schule, dem Studium mit viel Stress und wenig im Magen ins Rig springst oder sogar ins Rennen, dann ist zwar deine Hardware und alles gleich, aber dein Zustand komplett anders. Und dann wunderst du dich, warum du langsamer bist, du dich schneller aufregst, warum du in Zweikämpfen ungeduldiger wirst, den anderen die Schuld in die Schuhe schiebst oder warum du einen Fehler nach dem anderen machst. Manchmal ist die Antwort nicht ein besseres Setup, manchmal ist die Antwort fitter und vitaler, bevor du auf die Strecke gehst. Ja, für mein nächstes Endurance-Rennen heißt das konkret. Erstens, der Schlafplan wird Teil des Stintplans, nicht optional und kein wird schon werden, sondern fix. Zweitens, Essen und Trinken vorbereiten und nicht während des Rennens nachdenken, was der Kühlschrank noch so hergeben könnte. Drittens, vor jedem Stint mindestens ein kurzer körperlicher Reset, also bewegen, mobilisieren, gehen und ein bisschen warm fahren natürlich. Viertens, nach jedem Stint kurz raus aus dem Rig, Abstand, frische Luft und nicht sofort in die Analyse. Fünftens, nach einem Fehler keine Wiedergutmachungsrunden, erst neutral werden und dann entscheiden. Und sechstens, wenn ein Rennen privat und mental mehr Energie frisst, als es hergibt, dann musst du wirklich den Prozess hinterfragen. Kein Drama, sondern weil ein Hobby wirklich nur langfristig funktionieren kann, wenn es nicht jedes Mal alles verbrennt. Simracing beginnt nicht mit dem Hochfahren des PCs. Es beginnt davor. Und wenn du diesen Teil ignorierst, verlierst du nicht nur die Kontrolle im Rennen, sondern du verlierst sie schon bevor du überhaupt ins Rig steigst. Das war für mich auch das wichtigste Learning aus dem 24-Stunden-Rennen. Ich war schnell genug, um mitzufahren, aber nicht vorbereitet genug, um das sauber durchzuziehen. Und genau daran muss ich arbeiten. Nicht nur im Rig, sondern danach, davor und dazwischen. Und vielleicht ist genau das die unbequeme Wahrheit aus dem Rennen. Ich muss nicht nur besser fahren, ich muss auch dafür sorgen, dass ich in einem Zustand bin, in dem ich konstant, schnell und besser fahren kann.